Ich sage ja ab und zu gerne mal, dass Leipzig mich nicht leiden kann. Und für alle, die sich jemals gefragt haben, warum das so ist, hier bin ich. Frisch, aus einem Regenschauer. Komplett durchnässt. Oh, Jesus. Schaut euch das an. Das ist freaking insane. Ich freue mich trotzdem wieder hier zu sein, ob man es glaubt oder nicht. Normalerweise bin ich eigentlich sogar ein richtiger Fan von Sommerregen, aber als ich eben aus der Straßenbahn ausgestiegen bin, da ist einfach der Himmel über mir zusammengebrochen. Das war so unnormal. Ich bin in so eine Pfütze gelaufen. Ich weiß nicht, ob meine Konros jetzt überhaupt noch trocknen können. Das wird auf jeden Fall spannend. Oh Gott. Das ist auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, um mal meine tolle Pflanzenbewässerung zu zeigen. Weil, wenn ich nach Hause fahre, bleibe ich meistens 2 Wochen, 1 bis 2, weil es sonst mit dem Zug zu lange ist, um ständig hin und her zu fahren. Und meine tollen 3 Pflanzen dürfen natürlich nicht sterben. Deshalb lege ich sie dann immer zur Spüle. Dann habe ich hier Töpfe, die mache ich voll mit Wasser bis oben hin. Dann lege ich diese Lappen hier rein und bevor ich die halt auch komplett mit Wasser, lege die dann einmal hier auf die Erde drauf. Und dann können sie sich das Wasser ziehen, wie sie es brauchen und verdursten nicht. Und wie man sieht, klappt das auch. Das ist voll great. Ich habe eben meine letzte Prüfung geschafft, also Klausurleistung für dieses Semester, was mega cool ist. Ich hatte so einen Sprint einfach die letzten 2 Tage. Angefangen hat es mit Management am Montag und dann hatte ich heute Geschichte und eine norwegische mündliche Prüfung. Genau, und das habe ich jetzt geschafft und das ist einfach wunderbar. Genau, und damit ist das Semester auch schon so gut wie rum. Ich habe vielleicht noch so 3 Seminare oder so und das war's dann auch. Das ist ziemlich krass. Ja, aber ich will noch nicht an Hausarbeiten denken. Die kommen nämlich auch noch. Aber egal, für heute ist es auf jeden Fall erstmal genug und was sehr, sehr cool ist, ich habe ein Seminar, das ist ein Wildnis-Seminar, Wildnisphilosophie. Und da werde ich heute die letzte Sitzung tatsächlich in Präsenz haben. Wow, dass es sowas noch gibt. Weil eigentlich saß ich das ganze Semester an diesem Schreibtisch oder zu Hause am Schreibtisch. Also wenig aufregend und ich war bisher, keine Ahnung, ich kann es an einer Hand abzählen, wie oft ich in der Uni war. Genau, und ich freue mich einfach mega darauf. Das ist wirklich ein absolutes Highlight, nochmal in meinem Leben in die Uni gehen zu dürfen. Bevor ich dann ganz weggehe, also werde ich die Uni auch lange nicht mehr wiedersehen. So, ich packe jetzt meine Sachen und dann fahre ich zur Bibliothek. Ich habe nämlich noch 2 Bücher, die ich zurückbringen muss. Und dann werde ich da noch ein bisschen arbeiten. Ich habe meinen Platz ergattert, das ist gar nicht so einfach in Corona-Zeiten. Aber wir müssen die immer online buchen. Und genau, hoffentlich komme ich ein bisschen bei meiner Hausarbeit weiter, weil ich muss noch ungefähr so 2,5 schreiben. Und genau, wenn ich noch irgendwie Ferien haben möchte diesen Sommer, sollte ich sie sehr schnell schreiben.
Was ist gerade passiert? Anlauf und dann. Boah, ich hab richtig Bock drauf. Nein, stop it. Yay! Keine Chance. Oh Gott, oh Gott. Ich hab den. Voll gut. Okay. Okay, nochmal so starten. My words twist you up. My words break your leg. Sticks and stones won't do. My words cut the same. Do my words twist you up? Do my words break your leg? Sticks and stones won't do. Can my words cut the same? Oh Gott. Have trouble sometimes placing myself in another's crime. Warum rennen wir? Sag mir die Antwort. Smörbröt. Smörbröt. Heute werde ich mit 2 Freundinnen wandern gehen. Wir fahren ins Selbstansteigergebirge in die Nähe von Dresden, also wirklich noch ein Stück von Leipzig weg. Aber das wird bestimmt richtig cool. Und jetzt, wo auch so meine letzte Woche in Leipzig angebrochen hat, will ich die Zeit auch auf jeden Fall noch mal ein bisschen nutzen und ich denke, das wird ein cooler Tag werden. Aber ich bin auch sehr müde. Es ist sehr früh morgens. Yay! Do my words twist you up? Ich fliege gar nicht. My words break your Ich kann leg. deine Richtung. Ja, guck mal. Sticks and stones won't do. Can my words cut the same? Aber nicht so weit. Have trouble sometimes placing myself Macht das Spaß? Ja, ich bin ja Obwohl, die waren nicht optimal. have trouble sometimes placing myself in another's crime. Do my words twist you up? My words break your leg. Sticks and stones won't do. My words cut the same. Do my words twist you up? Can my words break your leg? Sticks and stones won't do. Can my words cut the same? Oh, Wem ist das eigentlich? I'm always alone, so I can't relate. Also, heute ist mein letzter Tag in der Wohnung hier und auch damit in Leipzig. Und keine Ahnung, also so langsam kommt es halt an, dass ich jetzt hier ausziehe und keine Ahnung, es macht mich dann doch langsam auch ein bisschen traurig. Ja, eigentlich ist es noch gar nicht so lange her, dass ich auch hier eingezogen bin. Also ich bin ja zum Beginn meines Studiums hier reingezogen. Genau im Oktober war das. Und dann hat das sehr lange gedauert, bis die Küche gekommen ist. Und genau, das war alles ein bisschen anstrengend, auch dann mit dem Lockdown und so weiter in Leipzig. Aber ich muss sagen, dass jetzt im Sommer die Stadt wirklich, wirklich schön war und ich die Zeit hier auch ganz, ganz toll fand, auch wenn ich irgendwie Uni jetzt nicht präsent hatte oder so. Genau, war das dann trotzdem
sehr schön hier und meine Mom war jetzt das Wochenende halt nochmal da und wir hatten 2 echt schöne Tage noch zusammen. Und morgen kommen dann ein paar Freundinnen und mein Dad und dann werden wir die Wohnung finally ausräumen und dann ist schon Übergabe und dann war's das. Genau. Und dann ist meine erste Zeit in Leipzig schon zu Ende. Genau. Eigentlich ist jetzt auch schon so gut wie alles eingepackt. Ich muss im Bad jetzt noch ein paar Sachen einpacken. Und genau, dann geht es morgen hauptsächlich noch um die Möbel und die Lampen und so. Genau. Ja. Eine Sache möchte ich noch machen, bevor ich weggehe. Und zwar war mein Lieblingsplatz in der ganzen Wohnung eigentlich die Fensterbretter, die waren wie so ein kleiner persönlicher Balkon. Und da habe ich drauf gefrühstückt oder mit Luise mal zusammen drauf gesessen und Nudeln gegessen, so richtig studentenmäßig. Und da gibt es eine Laterne, auf die man genau schaut, wo ein Sticker ist. Und ich habe hier 2 Sticker, die ich gerne dazu pappen möchte, denn ich war hier als kleine Erinnerung. Einmal den Luzu-Sticker, weil ich ja bei der Uni-Zeitung mitgeschrieben habe, jetzt die ganze Zeit. Und natürlich Liebe für alle. Ich finde schon, dass ich sehr schön hier gewohnt habe. Und ich bin mir sicher, dass ich meine Wohnung auch vermissen werde. Meine ganz süßen 27 Quadratmeter haben mir sehr gut beigestanden. So, genau. Und jetzt muss ich noch ein bisschen was im Bad machen. Warte, ich helfe dir, ich helfe dir. Wirklich, ich habe so ein tolles Team. Ich finde es wunderschön.